Hallihallo, wieder am Zapraszam zu einer neuen Folge Schlemmen mit Przemek. Heute haben wir wieder hier den Tisch vollgeknallt, ist aber halb so wild. Ist alles einfacher, als man denkt. Was machen wir denn heute Leckeres? Heute machen wir einen honiglasierten Lachs. Da kauft ihr euren Lachs mit Haut, ohne Haut, das dürft ihr dann entscheiden, wie ihr wollt. Ich habe heute 3 Stücke, weil ich einen Gast heute Abend habe, aber das Rezept und in dem Video ist für 2 Personen. Ihr müsst es einfach mal addieren nachher. Ihr seid alle clevere, sag mal im Schwäbischen. Ich packe den Lachs aber wieder in den Kühlschrank. Soll er nicht draußen stehen, solange man den nicht braucht. Bei den Temperaturen hier im Sommer. Einfach weg. So, und zu dem honiglasierten Lachs gibt es heute einen Zucchini-Tomatensalat mit einer extra Chili Erdnussmarinade, und das machen wir auch gleich. So, die Zucchini, ich habe so kleine Zucchini besorgt. Aufpassen beim Reiben. Ja, ich sehe nachher, auch ich schneide mir manchmal in den Finger. Ich habe nämlich schon ein bisschen was vorbereitet. Hier an der Seite sind so Reiben. Das reibt jetzt einfach mal runter. Ihr kennt es natürlich, wenn ihr irgendwie so eine... Ich kann es ja mit Messer schneiden, ganz dünn. Ich kenne es ja, er hat es schon mal gezeigt, mit Kartoffelschäler, so runterschälen. Da gibt es auch schöne, feine, dünnen Streifen. Mit der Aufschnittmaschine, wenn ihr so Brotaufschnittmaschine habt, ja, da könnt ihr auch das ganz dünn runterschneiden. Also die Möglichkeiten gibt es ja genug. Ich kann es einfach mal so ganz dünn in Scheibchen schneiden. Ich habe mich heute für eine andere Variante entschieden. Ich schneide das hier so runter. Ich habe nicht gedacht, dass ich mich jetzt schneide dabei, aber hätte ich das gewusst, hätte ich mich für was anderes entschieden. Aber wie gesagt, das passiert in den besten Familien. Und früher hat meine Mutter gesagt, bis zur Hochzeit verheilt es. Aber ich bin ja schon 25 Jahre verheiratet, also das ist ja da halt nichts mehr. So, das hier rein und dann stellen wir das auf die Seite. Dann, ich habe jetzt auch, vorhin eine grüne gezeigt, ich habe jetzt auch noch eine gelbe Zucchini hier drin. Ja, ich habe jetzt noch ein paar Tomaten. Und die Tomaten, das erste Stück, ihr seht ja wahrscheinlich nichts hier, mache ich jetzt auch noch ein bisschen auf die Seite. Die schneide ich hier mit der Hand auch in solche Scheiben. Ja. So, und das kommt auch in den Salat rein. So, und nochmal eine. Einfach dünne Scheiben runter. Ich hab natürlich hier solche Tomaten, die habe ich im Garten, die wachsen jetzt gerade bei mir. Ich kann natürlich andere Tomaten nehmen. Das schneidet passend dazu Würfel oder in so Ecken rein. Also das müsst ihr auch selber entscheiden. Ja, dann Kochen ist ja mit Fantasie verbunden. Also da passiert ja nicht viel. So, ihr könnt mal schauen, so schön grün, gelb, rot. Ein wunderbare gelben, grünen, schöne Farben. So, das stellen wir auf die Seite. Und jetzt geht es weiter. So, jetzt habe ich meine Zitronenpresse. So, wir brauchen dann Säure. Säure können wir jetzt auch Weißweinessig holen oder einen anderen Essig, wenn ihr wollt. Ich habe hier so ganz normale Essigessenz. Aufpassen, die ist ganz sauer. Was man aber dazu nehmen kann, ist Zitrone. Ja? Das bedeutet, wir pressen uns hier die Zitrone einfach mal raus. So, und dann aufpassen, weil das geilste Gefühl der Welt ist, wenn man sich frisch geschnitten hat und dann kommt Säure oder Salz drauf. Also das sind ja Gefühle, das habt ihr auch noch nie erlebt. Einfach mal ausprobieren. In meiner langen Kochkarriere habe ich das schon so oft gehabt. Das ist ja nicht mehr feierlich. So, wunderbar. Jetzt haben wir da eine Zitrone ausgepresst. Die kann auf die Seite. So, das kommt auch. Unsere Biotüte. Das kommt extra. So, eine Mörser. Wenn ihr keinen Mörser habt, also ihr macht euch einen Link für einen Mörser. Könnt ihr auch, wenn ihr keins habt, käuflich erwerben. Ansonsten geht es auch so mit so Handmixer, ja, wie heißt das, so Handmixer, ja. Das würde jetzt auch funktionieren.
die Nüsse da rein und einfach die ein bisschen zerkleinern, zermahlen. Da brauchen wir ein bisschen Kraft. Und das dauert noch ein paar Minuten, aber da wisst ihr natürlich, was ihr gemacht habt in der Zeit. So. Kann man uns auch dann einen Gang ins Fitnessstudio sparen. Und was erledigt ist. Es muss ja nicht eine Muss ergeben, ja. Die Körnchen, die können ja auch ruhig ein bisschen grober sein, ja. Das kann ja auch ruhig ein bisschen Crunch geben dann im Mund, ja. Wenn wir natürlich eine Paste draus machen, wird jetzt nichts mit dem Crunch. So. Was kommt da noch rein? Ich habe hier einen milden Chili, so Chilischoten, die mache ich auch da rein. Können wir da auch noch ein bisschen damit. Ich kann natürlich auch frische Chili nehmen, so eine Chilischote kaufen. Aufpassen, die Körner, nur die Körner sind scharf, also mit wenig Körner arbeiten. So. Und dazu kommen jetzt Olivenöl. Ja. Da einfach so viel Olivenöl, dass alles bedeckt ist, reinmachen. So. So, dass die Nüsse schön bedeckt sind. So, wunderbar. Dann kommt ein bisschen Säure rein. 2 Teelöffel. So, das Ganze vermengen. Wunderbar. So, könnt ihr natürlich auch einen Koriander reinmachen. Ich habe jetzt keinen frischen Koriander. Ich habe jetzt hier gemahlenen einen halben Teelöffel rein. Das gibt es nur wegen dem Geschmack. Das passt ja wunderbar zusammen. So, und dann probieren. Ja, wunderbar. Da kommt noch ein bisschen Zucker rein. So, jetzt habe ich keinen Löffel. Einfach mit der Hand rein. Geht ja auch. Ich esse das ja nachher selber, deswegen kann ich auch den gleichen Löffel nehmen. Ja, wird lecker. So, und das kann man dann jetzt auch zu den Zucchini auf die Seite stellen. Und dann haben wir jetzt schon die Marinade und die Zucchini und die Tomaten jetzt schon auch vorbereitet. Was wir jetzt als nächstes machen, das zeige ich euch gleich. Jetzt geht es mit der Marinade weiter. Regie sagte Werbung in einer Sache, alles schön umdrehen, dass ihr nicht hier hinten gucken müsst, sondern vorne. Ihr könnt natürlich andere Sachen nehmen, ja, aber dass es schön aussieht nach vorne. Wir brauchen eine Knoblauchzehe, die dann ganz fein schneiden. Was man machen kann, zeige ich euch jetzt kurz. Wenn ihr die Knoblauchzehe habt und dann darauf so einen halben Teelöffel Salz. So. Und dann mit der Messerspitze so zermahlen, einfach drauf drücken. Ja, alles dann schön zusammen. Dann wird es eine Knoblauchpaste geben. Ja, wichtig ist immer Salz. Salz entzieht dem Knoblauch die Flüssigkeit, dann wird er weich und dann verbindet sich alles zu einer Paste. Und dann ist das, spart man uns diese ewige kleine Schneiderei. Guckt euch mal das hier an. So, einmal durchziehen und ist alles in eine Paste drin. So, dann das Ganze mitnehmen, in eine große Schüssel geben. Und das wird die Lasur für meinen Fisch. So, was mache ich da noch rein? So einen groben geschrotenen Pfeffer, ein Esslöffel, oh, mein Flaschtel löst sich, das ist nicht gut. So,
1 Esslöffel Honig. So. Dann, das muss runter. So, dann 1 Esslöffel Balsamico-Essig, 4 Esslöffel Sojasauce, so. Das Ganze verrühren. So. Da kann noch ein bisschen von dem Zitronensaft, so einen Teelöffel rein. So, ein bisschen Olivenöl noch. Auch 2 Esslöffel. Wunderbar. Auf die Seite. So, guck mal her. Und das ist jetzt die Marinade, mit der wir dann den Lachs übergießen und da der dann in den Ofen reinkommt. So, wunderbar. Da haben wir jetzt vorbereitet unser Lasur für den Lachs, unseren Zucchini-Salat, unsere Marinade für unsere Zucchini. Als nächstes geht es weiter mit dem Lachs. Jetzt geht es weiter mit dem Lachs und mit dem Zucchini. Jetzt haben wir hier schön ein Dressing gemacht. Hoppala, die haben wir jetzt verletzt, blutet aber nicht mehr. Immer aufpassen beim Reiben. So, jetzt kann man zu diesem Salat hier das Dressing reinmachen. Einfach alles nochmal umrühren und rein. So. Wunderbar. Und jetzt, das mache ich einfach mal weg, das blutet jetzt nicht mehr. So, und das einfach dann jetzt so damit vermengen. Yeah, clap your hands, say together. So, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt tropfe ich das alles so ein bisschen ab, ja, dass es keine Flüssigkeit hat. Dieses Mal meliere ich das Ganze nicht, ja, nur ein bisschen abtropfen. Das mache ich gleich in die Pfanne rein. Im Backofen einschalten, ungefähr 60, 70 Grad, nur dass es nachher drinnen in dem Saft so ein bisschen vor sich hinzieht, so 20 Minuten. Ja. Also wir haben jetzt eine Zeit, das haben wir jetzt mariniert. Jetzt machen wir den Lachs und in den 20 Minuten hat er das dann alles schön, ist alles durchgezogen. Und jetzt geht es weiter am Herd. So, ein bisschen Öl rein, neutrales Öl. Ich habe jetzt ein Rapsöl genommen. Und dann packen wir den Lachs hier rein. Einmal, zweimal, dreimal. Ihr seht ja an Flüssigkeit, aufpassen, gell? Nicht so viel Wasser reinmachen, sonst so, einmal drehen. Der muss noch ein bisschen Farbe kriegen. Von beiden Seiten. Und dann kann man das Ganze schon wieder runterdrehen. Und jetzt kommt obendrauf die Marinade. Geht das schön rein. Ja. Mal schön eingehauen ein bisschen. Und das Ganze geht jetzt in den Backofen rein. Und dann übergießen wir das ab und zu mal. Ja. So, und jetzt geht es in den Backofen. So, das karamellisiert. Hier schön die Soße. Ja, und immer
hier so den Lachs übergießen. So, und das Ganze packen wir jetzt hier in den Backofen rein. Wie gesagt, so 80 Grad, 70, 80 Grad. Der muss einfach nur durchziehen. Der braucht jetzt gute 20 Minuten. Hier, das kann man jetzt auch mal probieren. Da muss ich mal schön Gabel holen. Zack, eine kleine Gabel. So. Gut. Wenn ihr ein bisschen was fehlt, dann einfach Salz, Pfeffer reinmachen. Hier habe ich ein bisschen Pfeffer noch. So, Pfeffer. Da hole ich ein bisschen Salz hier noch dazu. So. Einmal durchmengen. Ihr müsst halt aufpassen mit dem Salz und so, dass man das nicht übersalzt, weil da kommt ja noch der Fisch drauf, da ist auch Sojasauce drin, Knoblauch und so, ja. Dass es nicht zu viel wird. Von der Säure auch aufpassen, ja. Also nicht zu viel. Jetzt passt. So, einmal den Lachs rausnehmen. Aufpassen, heiß, heiß, heiß. Heiß, heiß, heiß. So, einfach mal wieder rausnehmen. Ja. Und dann hier schön einmal übergießen das Ganze. Ja. Und dann nochmal für ein paar Minuten rein. Ja, kann man gleich gucken, wie weit der ist eigentlich. Ja, mal drauf drücken, guck mal her, wie sich die Lamellen hier schon lösen. Der ist schon fast fertig. Also 2-3 Minuten und dann geht's weiter. Und der Lachs ist jetzt fertig. Den holen wir jetzt raus. Ja. Wunderbar. So, jetzt für die Kamera ein bisschen zurück ins Licht wieder. Dann brauchen wir einen Teller. Da kommt in die Mitte unser Zucchini, Tomaten, Salat. So, wunderbar. Und darauf packen wir jetzt den leckeren Lachs. Kommen wir so oben drauf. Einmal. Und dann kommt noch von der Soße ein bisschen. Oh, jetzt ist aber heiß die Pfanne. Aufpassen, Leute. So. Von diesem Olivenöl mit dieser Marinade noch ein bisschen was drauf. So, wunderbar. So sieht es aus. Ein Sommersalat, Zucchini-Sommersalat mit Tomaten, mit einer Erdnusspesto und einen mit Honig glasierten Lachs. Ich wünsche euch guten Appetit, viel Spaß beim Nachmachen. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Einfach liken, weiterempfehlen und guten Appetit. Das reicht. Ciao.